Der Flysurfer Era hat eine 6-Punkt-Waage mit einem Pulli. Der 5-Strut Freeride High Performance Big Air und Kite Loop Kite von Flysurfer hat sein Prinzip eher auf dem C-Shape aufgebaut als auf dem Delta-Prinzip. Dabei sind logischerweise die Steuerleinen direkt mit dem Tipp verbunden und wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, um Bardruck und Turning Speed an den Geschmack des Fahrers oder an die jeweilige Disziplin anpassen zu können. Einer der wirklich auffälligsten Merkmale ist die wirklich sehr schlank gehaltene Fronttube und dass das Ventil zum B- und Entlüften, ein Subventil, auf der Außenseite der Fronttube mehr oder minder angebracht ist und nicht wie bei vielen anderen auf der Innenseite, sodass ein Schutz des Tuches teilweise vonnöten ist. Das ist natürlich hier nicht der Fall. Verschlossen ist die Fronttube mit einer Kedernaht, von der Innenseite gedoppelt und vernäht und wir haben standardmäßiges Dacron hier als Fronttube-Material. Die Waage ist so designt, dass sie stark zu den Tipps hin abstützt, sehr, sehr weit nach außen geht. Dementsprechend brauchen wir nur am Ende der Fronttube einen Line-Up-Weiser. Alle anderen Querstruts kommen ohne Line-Up-Weiser aus. Beim Flugtuch setzt Flysurfer auf ein Double Ripstop Material. Dieses ist komplett durchgezogen bis in die äußersten Spitzen der Tips. Nur am Ende der Trailing Edge, an der Abrisskante, gibt es eine einfache Tuchdopplung. Auffällig auch die Verarbeitung, wie sind die Struts mit dem Flugtuch verbunden. Hier dient nur eine einzige Naht dazu, die Querstruts zu schließen und auch das Ganze an das Flugtuch anzubinden. Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit einem feinen Cordura-Gewebe verstärkt. Die gesamte Konstruktion und das Design wirkt insgesamt sehr modern und elegant. Das Profil des Era wird sehr schnell und sauber angeströmt und der Schirm liefert hier gleichmäßig, konsequenten und sehr schönen, sauberen Vortrieb. Ausgeliefert wird der Era mit einer Bar mit Leinenlänge von 23 Metern, alle Größen insgesamt. Es gibt dazu natürlich auch nochmal ein Line Extension Set von 2 Metern, dass man das Ganze hier auf 25 verlängern kann, wodurch hier die maximale Leistung bei 25 Meter im Low-End des Eras möglich ist und er dann auch absolut auf dem höchsten Level der Freeride High Performance Kites hier vorne mitspielt. Und danach geht es zügig vorwärts, weil wir hier ein nicht zu tiefes Profil haben und eine wirklich sehr schlanke Anströmkante aufgrund des dünnen Fronttube-Durchmessers. Steht hier auch sofort volle Leistung bereit. Diese beiden Details sind auch verantwortlich für die sehr guten Leistungen auf dem Amwind-Kurs. Es ist wirklich sehr mühelos, hier mit schnell und weit nach Luft zu ziehen. Dabei zieht die Kappe hier außerordentlich gleichmäßig am äußersten Windfensterrand seine Bahn ohne der Notwendigkeit irgendeiner Korrektur. Das sind grundsätzlich Fahrleistungen auf höchstem Niveau. Überzeugen kann der Era auch beim Bar-Feeling. Man hat hier die Waage so geschickt gesetzt, dass sie wirklich sehr weit außen am Tipp ansetzt. Man bekommt einen absolut schnellen, präzisen Lenkimpuls mit einer leichten Bewegung auf der Bar. Das Ganze ist mit so viel Feedback ausgestattet, dass es wirklich sehr intuitiv zu spüren ist, wo sich die Kappe befindet, ohne jeglichen Blickkontakt und das in allen Disziplinen. Das Ganze geht einher mit mittleren Halte- und Steuerkräften, die sich nicht erhöhen. Beide von uns getesteten Größen des Eras von 9 und 12 Quadratmeter sind agil und dabei sehr schnell. Trotzdem hält sich hier die Explosivität bei der Kraftentfaltung definitiv in Grenzen. Der Querversatz und die absolute Kraftspitze liegen hier fast noch im komfortablen Bereich.
Deutlicher von der Sportlichkeit geht es dann mit der Agilität und Drehfreude zu Werke. Beide Größen gehören hier definitiv im High-Performance-Freeride-Sektor zum schnellsten, was in der Drehfreude so zu finden ist. Und das geht natürlich klar zu Freuden derer, die technische Kite Loops machen wollen, Doubles und dergleichen. Das geht hier gerade mit den kleinen Größen exzellent. Die 5 Struts gewährleisten eine 100%ige Abstützung des Profils, auch bei sehr hoher Geschwindigkeit oder auch bei sehr starkem Wind. Hier flattert und wackelt nichts, was den Fahrer oder die Fahrerin irgendwie außer Kontrolle bringen könnte. Und das trotzdem, die äußeren Querstruts sitzen halt wirklich sehr weit außen, schon fast an den Enden der Tips und übernehmen dann hauptsächlich einen Part zur Versteifung beim Ansteuern. Und der mittlere Teil wird eigentlich nur durch die 3 Struts abgestützt, aber trotzdem ist das Ganze so geschickt aufgeteilt, dass es hier keinesfalls zu irgendwelchen Unruhen oder Kontrollverlusten kommt. Das Safety-System von Flysurfer löst bei 6 Kilo und einer Last von 120 Kilogramm aus, woraufhin der ERA in eine Single Frontline Safety fällt. Der Widerstart ist einfach gemacht, weil es ein Click-In-Safety-System ist und das Ziehen und Halten einer Steuerleine führt zu einem durchschnittlich guten Ergebnis für einen Freeride-Hochleister. Kommen wir zur wichtigsten Kategorie, dem Springen in dieser Schirmklasse. Das ist hier einer der Top-Kites am Markt, definitiv, der etwas mehr denjenigen bevorzugt, der sehr schön aktiv seinen Schirm lenken möchte, also der auf die Agilität und Beweglichkeit dementsprechend steht und der auch gerne bei Meerwind halt technische Kite Loops, S-Loops, Doubles und dergleichen halt vollziehen möchte. Das geht sehr gut mit dem Flysurfer, da wirklich extrem eng dreht. Er hat jetzt nicht den monströsen Querversatz. Dafür könnte man ihm vielleicht noch ein klein Tickelchen mehr Backline-Spannung verpassen. Aber da der Hersteller scheinbar darauf gesetzt hat, dass die Kappe hier auf jeden Fall immer vorwärts fliegen soll, hat man das Ganze halt dementsprechend begrenzt. Also wer sich da selber meint, nochmal ein bisschen mehr extra Power verpassen zu wollen, der kann auf den Steuerleinen Pigtails dann nochmal einen kleinen Knoten mehr setzen. Dann kann man hier noch ein Tickchen mehr Leistung und noch einen kleinen Tick mehr Querversatz rausziehen. Dann wird er aber auch ein bisschen langsamer und er gerät dann an die Stallgrenze. Da muss man immer ein bisschen natürlich aufpassen. Mit Sheet & Go hat er nicht ganz so viel am Hut. Das geht zwar auch, aber das gibt im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern halt hier nicht ganz so ein hervorragendes Ergebnis. Die Sprünge werden dann ansehnlich, aber auch nicht mehr. Also es ist halt schon ein technischer Schirm, der auch gerne bedient werden möchte. Belohnt wird der Fahrer oder die Fahrerin mit einer wirklich exzellenten Fühlbarkeit. Auch wenn jetzt hier, wie gesagt, der Steuerleinenknoten noch ein Tickelchen enger sein könnte. Das bezieht sich nur auf die Leistung. Die Fühlbarkeit leidet hier nicht darunter. Also man ist auch insgesamt halt sehr sicher mit dem ERA unterwegs. Sein Flugverhalten in puncto reinem Unhooked Freestyle ist ebenfalls ansehnlich. Man kann hier wirklich auch komplizierte Tricks durchführen, einfach weil er einen wirklich guten Slack aufweist. Und er hat dabei eine sehr, sehr schöne Positionierung. Auch hier steckt für den Ambitionierten echt eine Menge Spaß drin. Die meisten, die uns kennen, würden nicht erwarten, dass wir beim ERA jetzt auch die Disziplin Wave mit auspacken. Aber wir haben uns hier beim Testspot Kap Verden ganz klar natürlich auch von Ayrton Cosolino inspirieren lassen, der bei der GKA beim Tour-Event mit seinem Rebel den ersten Platz belegt hat. Auch ein High-Performance-Hochleister. Und da wollten wir mal sehen, ob das jetzt auch was für den Flysurfer ERA ist. Und erstaunlicherweise ist natürlich gerade bei so krassen Offshore-Revieren, wir haben jetzt hier Alibaba, da weht der Wind halt 30 Grad Offshore oder Punta Preta ist ebenfalls ähnlich.
Da hast du halt Spots, wo du eine Kappe brauchst, die sehr weit außen am Windfensterrand steht und da halt ruhig bleibt und immer pullt, gleichmäßig. Und man das Ganze halt mit Kraft sozusagen halt über die Kante wegdrücken muss und bändigen muss. Und das geht halt auch, also der steht dann ausgezeichnet in der Welle und zieht da halt wirklich absolut gleichmäßig, aber es sei gesagt halt, es ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Stil und nicht unbedingt was für jedermann. Also man braucht auch echt eine Menge Kraft. Fleißhäufer hat das Ganze sehr gut gemacht. Die Kombination hier aus kontrollierter, gleichmäßiger Kraft mit keinen zu extrem hohen Kraftspitzen und das Ganze mit einer wirklich äußerst präzisen und sehr schnellen Agilität in allen Größen sorgt hier gerade für den Sportlichen und den, der gerne seinen Kite auch bewegt, halt für echtes Zungeschnalzen. Das ist ein echtes Vergnügen, mit diesem Schirm rumzuspielen und zu fliegen. Das ist wirklich ein großer Spaß. Vom notwendigen Fahrkönnen ist hier der absolute Einsteiger, sage ich jetzt mal, ausgenommen. Der Bereich weit offen, sofern halt, wie gesagt, die Ambition besteht halt auch, sich mit dem Kite beim Fliegen ein wenig zu beschäftigen, dann ist man hier an der richtigen Stelle. Wer lieber möglichst gar nichts machen möchte und sich nur halt ziehen lassen möchte, der ist hier mit dem Era nicht unbedingt an der richtigen Stelle. Also es ist schon eher was für sportlich Ambitionierte. Für uns ist abschließend sehr schön zu sehen, dass man auch mit konventionellen Materialien von Flugtüchern und Fronttube und Querstrut-Materialien einen wirklich konkurrenzfähigen Hochleister heutzutage herstellen kann, der dann einen Verkaufspreis bei 12 Quadratmeter unter 2000 € aufweist. Danke dafür.